Hello. Hi. Today the team will tell you a bit about the ship equipment screen update, as well as giving you a preview of what's coming in the future of Seafight. Ein Teil dieser Änderung ist der Ship Equipment Screen. Darin werden viele Funktionalitäten, die im Moment auf der Homepage verfügbar sind, auf die Seekarte genommen. Dieser Ship Equipment Screen wird nach und nach in mehreren Schritten auf die Seekarte wandern. So werdet ihr dann die Möglichkeit haben, eure Kanonen direkt auf eure Decks zu setzen, genauso wie eure Balken oder eure Segel. Segel könnt ihr auch dann direkt auf der Seekarte reparieren und könnt so viel schneller in den Kampf zurückkehren. Außerdem werden viele Funktionalitäten euch den Umgang mit dem Ausrüsten erleichtern, wie zum Beispiel Voreinstellungen speichern und zwischen diesen Voreinstellungen wechseln. Auch hier werdet ihr schneller und effektiver mit eurem Schiff und eurer Ausrüstung arbeiten können. So bietet euch unter anderem auch ein sogenannter Max-Button die Möglichkeit, mit einem Klick die besten und die meiste Anzahl an Kanonen mit einem Klick auszurüsten. Des Weiteren kommt auch noch ein neues Buff-Window dazu. Hier könnt ihr eure Langzeit-Buffs in einem Blick überschauen und auch die Ablaufzeiten überprüfen. Ich erzähle euch jetzt noch einmal was über das Transmurifikationssystem, was ich euch schon einmal vorgestellt habe. Hier seht ihr euer Schiffsdesign und die dazugehörigen Juwele, welche die einzelnen Werte eures Schiffes repräsentieren. Das sind dann eure Hitpoints, eure Voodoo Points und euer Schaden. Die Umrechnung dieser Werte findet anhand dieser Tabelle statt, welche wir dann zu euren Gunsten umgerechnet auf das Schiffsdesign übertragen werden. Das Schiffsdesign, welches ihr an dieser Stelle einstellt, könnt ihr hier unten verwalten und direkt auswählen, wenn ihr auf der Seekarte seid. Hier seht ihr das Juwelenschleifen, wo ihr mehrere kleine Juwelen zu einem größeren, stärkeren Juwel zusammenfügen könnt. André, unser Art Director, wird euch jetzt etwas über das zukünftige Design von Seafight erzählen. Ein Update, das wir in nächster Zeit bringen werden, ist eine Überarbeitung vom Wasser. Da werdet ihr neue Texturen bekommen bei der animierten Version und es wird auch kleine Wellen und etwas Gischt geben, was dann übers Meer zieht, während ihr spielt. Unter anderem werden wir auch mehr Charakter einführen. Einer davon wird der Segelmacher sein. Der wird jetzt in relativ naher Zukunft mit reinkommen. Und das andere ist einer der neuen Monster Hunter, die ihr in einem der Events in der Zukunft sehen werdet. Also dass ihr immer Figuren habt, die euch ein bisschen was von der Welt zeigen und die euch tiefer in die Welt eintauchen lassen, als auch die einzelnen Features hinterher repräsentieren, die wir neu ins Spiel einbringen. Stück für Stück werden wir auch die Karten halt frisieren, also im Stil der neuen Kontinentalschildkröte, die ihr bald auch sehen werdet. Das heißt, wir werden erstmal anfangen, die Inseln am Anfang vom Spiel zu replacen im neuen Look. Das heißt also viel dichtere Dschungel, schöne Vegetation, alles sieht viel glaubhafter aus mit kleineren Updates für die Gebäude und besseren Stränden. Auch das werdet ihr in relativ naher Zukunft sehen können. Ein großes Feature, was wir in Zukunft haben werden, ist die Transmogrifikation. Davon habt ihr bestimmt schon jetzt gehört. Dabei geht es ja um die Edelsteine. Diese Edelsteine könnt ihr im sicheren Hafen hinterher in der Juwelenschmiede bearbeiten beim Edelsteinschleifer. Dort könnt ihr diese Edelsteine dann zusammenpacken lassen, verändern und auf euer Schiff integrieren. Und der sichere Hafen selber ist ein riesengroßes 3D-Asset, was Stück für Stück mit den einzelnen Feature-Updates dann jetzt ins Spiel kommen wird. Wir werden diesmal für euch auch ein FAQ-ähnliches Dokument haben im Internet, und zwar eine eigens für die Juwelenschmiede angefertigte Webseite. Da werden wir euch dann erklären, wie diese Edelsteine zusammengefügt werden, welche Klassen es gibt und welche Updates es dann halt auch in der Zukunft geben wird. Now Maris will have a chat with Jan about things you can look forward to in the coming months of Seafight. Let's see how they got on. Jan, wann wird das Customization Feature schließlich fertiggestellt? Also das Customization Feature, oder Transmogrifikation, ist geplant für den Sommer diesen Jahres. Allerdings ist das ein iterativer Prozess.
Das heißt, so ein bisschen haben wir ja schon in den vorherigen Podcasts angeteasert. Es ist aber nicht einfach nur, okay, hier hast du deine Stats auf deinem Schiffsdesign, die kannst du jetzt hin und her switchen. Es gehört schon sehr viel mehr dazu. Das Ganze ist eine komplette Operation mit mehreren Teilbereichen. Einen der Teilbereiche haben die User schon gesehen, das ist das AMS-System. Darf ich dich an dieser Stelle kurz mal unterbrechen? Das AMS-System, wofür genau steht AMS? AMS steht für Attribute Modifier System. Und das Attribute Modifier System ist mehr oder weniger, man kann sich das vorstellen als eine Streamline sozusagen Middleware, welche dafür Sorge trägt, dass genau die richtigen Modifikatoren, genau die richtigen Stats im Endeffekt ausgelesen werden, wenn sie gebraucht werden. Früher hatten wir die Problematik, haben wir einmal einen Damage Value angefasst, konnte es sein, dass auf einmal die Segel nicht mehr funktioniert haben, weil alles mehr oder weniger miteinander verstrickt war und sich auch nicht voneinander lösen ließ. Was wir gemacht haben, ist, wir haben uns die einzelnen Werte angeguckt, haben die Mechanik dahinter nochmal überarbeitet und haben diese in einzelne Container verpackt, mehr oder weniger. Man kann sich das vorstellen wie auf einem Containerschiff. Und diese Container können wir hin und her shiften, so wie wir wollen. Die sind nämlich hermetisch voneinander getrennt. Das heißt, die sprechen nur über die Middleware miteinander, also mehr oder weniger über ein zentrales System. Und das ist dafür zuständig, diese auszulesen. Das heißt, wir machen eine Änderung in einem. Das heißt nicht, dass wir die anderen ändern, sondern das heißt, dass wir immer nur genau das ändern, was wir auch ändern wollen. Viele Spieler bleiben auf Level 15, damit sie die Sonnenpiraten-Map spielen können. Gibt es Pläne, das zu überarbeiten und den Levelaufstieg für die Spieler interessanter zu machen? Oh, interessantes Thema. Die Pläne gibt es schon. Also da will ich ehrlich sein, das hat auch weniger damit zu tun, dass ich die Map an sich als problematisch erachte, sondern mehr oder weniger damit zu tun, dass wir nun mal einen sogenannten Progress-Mechanismus in dem Spiel haben. Das heißt, das Spiel funktioniert mit Leveln. Das heißt, der Spieler soll auch weiterkommen im Spiel. Von so her wollen wir natürlich auch jedem Level im Endeffekt eine gewisse Wertigkeit zumessen. Das ist wichtig. Deswegen, bevor wir das allerdings machen können, es gibt da so ein paar Ideen, zum Beispiel, dass wir das Ganze irgendwo restriktieren, dass man nur einen gewissen Experience Points Bereich zum Beispiel für eine Raid Map vorsieht. Das ist eine Option. Also wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, dass das wirklich jetzt kommen wird, aber das sind ein paar Optionen, ein paar Gedanken, die halt in den Köpfen herumschießen. Allerdings, bevor wir überhaupt irgendwas machen können, geht es halt erstmal darum, dass wir tatsächlich die Progression, die sogenannte, im Spiel so weit überarbeiten, dass es halt auch Sinn macht, okay, ich bin auf Level 20 und ich weiß halt auch, warum ich auf Level 20 bin, weil es da einfach cooleren Content gibt als auf Level 15 zum Beispiel. Das muss erstmal geschehen und dann sollte dem auch nichts mehr im Wege stehen, dass wir uns quasi über eine gewisse Map unterhalten müssen, weil da wird es dann mehr geben. Du hast es vorhin kurz angesprochen. Können die Spieler mit weiteren grafischen Updates rechnen? Oh ja, also da ist einiges geplant. Ein bisschen was wird sicherlich auch vorgestellt werden in diesem Podcast. Unser Art Director hat da einiges im Petto. Generell ist geplant, dass wir sagen wir mal, die Grenze für unsere grafische Qualität sehr, sehr weit nach oben schrauben wollen. Wir wollen da neue Maßstäbe anstreben und bisher, so wie ich das mehr oder weniger jetzt auch mitverfolgt habe, ist uns das auch in vielen Fällen schon gelungen, aber das ist auch nur wirklich die Spitze des Eisbergs, da kommt noch sehr, sehr, sehr viel mehr. Also da können sich alle Spieler schon auf was freuen. Wir hoffen, unser Podcast hat euch gefallen und freuen uns auf das nächste Mal. Until next time. Hi. Das war ein bisschen gut. Das war so. Ja. Sagen wir Hello oder sagen wir Hi? Hello. Hello. Alles klar. Ja. Hi. Hello. Today. Jetzt lassen wir lieber raus. Yay. Das lief vorhin besser. André, our Art Director, wird dich... Aber... Unser, nicht our. We'll have a word with chat. Word with chat. Okay. Sorry. Tut mir leid. So werden wir unter anderem auch ein Fenster einbinden, wo ihr eine ich sag das nochmal. Jetzt lenkt mich nicht ab.
Dieses größere Juwel ist stärker, besser und schneller. Etwas über das zukünftige Design. Wie ihr seht, ist eine Menge passiert seit dem letzten Podcast. Wir arbeiten für euch. Ich finde es ein bisschen großartig.